Diese Begegnung zwischen Walter Pichler und Friedrich Kiesler ist insofern speziell 1963, als dass man einfach nichts darüber weiß. Also man weiß, dass sie stattgefunden hat, aber es haben sich einfach keine Quellen erhalten. Und für mich war diese einmalige Begegnung 1963 so eine Art von, so ein Anker oder ein Startpunkt für diese Ausstellung. 1963, muss man sich vorstellen, war Pichler erst 27 Jahre alt, während Kiesler schon 73 war. Also Kiesler ist 2 Jahre danach verstorben. Das heißt, die standen an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere. Aber die Frage ist natürlich, warum besucht Pichler 1963 diesen quasi Exil-Österreicher, dessen Werk hohe Wellen schlug, zumindest in den Jahren vor diesem Besuch, und zwar durch eine Art von Wiederentdeckung, die über Hans Hollein passiert ist. Hans Hollein war bereits 1959 im Atelier von Kiesler, das ist belegt, da gibt es die Aufzeichnungen dazu, und Hollein war auch derjenige, der dann so eine Art von Wiederentdeckung Kieslers in der österreichischen Architektur- und Kunstszene angestoßen hat. Hans Hollein war wiederum für Walter Pichler sehr wichtig, weil die beiden 1963 das erste Mal ausgestellt hatten gemeinsam in der Galerie St. Stephan. Eine Ausstellung, die nur ganz kurze Zeit zu sehen war, genau 5 Tage lang, aber doch sehr hohe Wellen schlug. Und mich jetzt natürlich auch interessiert, also wenn Walter Pichler Friedrich Kiesler besucht, dann sicher aus einem gewissen Interesse heraus, Kieslers Architekturentwürfe der vergangenen Jahrzehnte zu betrachten. Der wurde wiederentdeckt als einer, der spannende Visionen entwickelt hatte, also eine Architektur, die ganz anders war, als man sie damals kannte. Und das hat mich auch interessiert, mir anzusehen, wo stand Kiesler zu dieser Zeit. Und da fand ich es irgendwie spannend, diese zwei fast so eine Art von Rollentausch vornehmen. Also Kiesler, den man eher als Architekten kennt, und Pichler, den man zumindest in Österreich eher als Bildhauer kennt, dass die einander in vertauschten Rollen begegnen.